Ich führe mittlerweile einer der erfolgreichsten Marketingagenturen im Dachraum und bin wahrscheinlich schon länger auf dem Markt als die meisten Agenturen, denn wir haben 2016 schon angefangen, mit E-Commerce-Brands zusammenzuarbeiten. Ich möchte in diesem Video deshalb auch aufklären, wie man eine richtig gute Agentur erkennt, was so die, ich sag mal, Red Flags sind und worauf du achten solltest, also welche 6 Signale du dir anschauen solltest, wenn du mit einer Agentur zusammenarbeiten möchtest. Diese Punkte solltest du auf jeden Fall prüfen, bevor du die Unterschrift einmal draufsetzt. Starten wir mit Punkt Nummer 1 und das ist, dass die Agentur dich sehr genau prüft und sehr viele Daten von dir abfragt. Und das ist vielleicht im ersten Blick etwas verwunderlich, weil du bist ja eigentlich in der Position, wo du die Agentur prüfen solltest, aber das erste Signal, was du vielleicht in den ersten Kontaktpunkten mit der Agentur schon prüfen solltest, ist, stellt die Agentur eigentlich die richtigen Fragen? Stellen sie dir auch unangenehme Fragen, warum du in den letzten 6 Monaten nicht vorangekommen bist oder 12 Monaten, warum du auf dem gleichen Umsatzniveau stecken geblieben bist, was so dein Average Order Value ist, wie so deine Margen sind, wie auch dein Lagerbestand vielleicht aktuell aussieht oder Wiederkaufsraten. All diese Punkte fragt einfach eine gute Agentur ab, denn sie wissen, dass der Erfolg alleine nicht von der Agentur abhängig ist, sondern diverse andere Faktoren mit reinspielen, wie zum Beispiel deine Unit Economics. Hast du überhaupt genug Ware auf Lager? Wie viel kannst du überhaupt investieren und ausgeben? All diese Faktoren spielen einfach zum Erfolg mit ein und eine gute Agentur stellt sich genau diese Fragen, denn die Kapazität in jeder Agentur ist begrenzt. Und wenn die Kapazität begrenzt ist, muss die Agentur natürlich sich die besten Brands aussuchen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und andere Brands, die vielleicht nicht in dieses Muster mit reinpassen oder auch nicht das Potenzial haben, die werden entsprechend aussortiert. Eine Red Flag, die du definitiv beachten solltest, ist, wenn jemand Junioriges mit dir spricht und du innerhalb der nächsten Minuten schon ein Angebot auf dem Tisch liegen hast, das mit dir umzusetzen, weil innerhalb von 10, 15 Minuten kann niemand exakt prüfen und dir ein Angebot geben. Das ist absolutes No-Go-Gebiet für dich. Also, wenn das passiert, dann ist es wahrscheinlich so, dass der Agentur das relativ egal ist, mit wem sie zusammenarbeiten und deine Ergebnisse ihnen wahrscheinlich auch ziemlich egal sind. Deswegen solltest du das definitiv zum Start einmal prüfen. Zweites Signal: Wie spezialisiert ist diese Agentur und wie lange machen die das Ganze auch schon? Wenn die Agentur seit einem Jahr existiert, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass sie super schlecht ist. Vielleicht hat der Gründer jahrelang in diesem Bereich gearbeitet. Das ist nicht so das Thema. Aber eine bestehende Agentur, die es über zig Jahre schon gibt, die ist da aus einem bestimmten Grund und scheint mit dem, was sie machen, auch erfolgreich zu sein. Ansonsten wäre sie schon längst nicht mehr da. Schau dir auch die Leistungen an, die eine Agentur dir abdeckt. Ist sie rein im Bereich zum Beispiel E-Commerce fokussiert? Das ist erstmal wichtig, dass das der Fall ist oder macht die speziell SEO, macht die Web-Development und so weiter. Wenn die Agentur wirklich alles anbietet und bei allem sagt, hey, das können wir machen, wir können dir noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Software bauen, wir können dir eine Website bauen, wir können deine Ads schalten, wir können dir Creatives erstellen und so weiter. Wenn die all das anbieten, lauf so schnell du kannst, weil die Agentur wird in dem Bereich einfach nicht gut sein. Denn eine richtig gute Agentur fokussiert sich auf einen Kernbereich, die sie richtig gut können. Häufig ist es das beispielsweise im Performance-Marketing, sind es die Creatives und das Media-Buying zum Beispiel. Wenn Agenturen Content einfach richtig gut können, dann fokussieren sie sich halt genau darauf und dann sind sie auch extrem gut. Schau dir definitiv auch die Referenzen in dem Bereich an und prüfe sehr genau, ob die Referenzen Ads schalten, einen guten Job machen, ob dir entsprechend auch wirklich wachsen oder entsprechend nicht. Wenn zum Beispiel du in die Referenzen schaust und du hast da mal hier irgendwie ein Restaurant, dann hast du da mal irgendwie einen B2B-Dienstleister und hast dann nochmal eine E-Commerce-Brand, das sagt eigentlich auch schon sehr, sehr viel darüber aus, ob die Agentur wirklich gut ist oder nicht. Signal Nummer 3: Spricht die Agentur mit dir über deinen Deckungsbeitrag? Oder sprechen sie am Ende des Tages einfach über deinen Return on Ad Spend, der super generisch ist. Denn ich habe mittlerweile über die letzten Jahre einige E-Com-Beteiligungen aufgebaut und kann dir sagen, dass das Backend einer
E-Com-Brand sehr, sehr entscheidend ist für den Erfolg. Das heißt, wie hoch ist dein Deckungsbeitrag? Insgesamt hast du genug Cash, um entsprechend zu investieren in neue Ware, in Marketing. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und reicht deine Marge überhaupt aus, um auf Meta zu skalieren oder generell auf Social zu skalieren, ob es jetzt Meta oder TikTok ist? Es ist alles mit Investitionen verbunden und kannst du das entsprechend überhaupt stemmen? Weiteres Signal, was extrem wichtig ist, prüfe, ob die Agentur einen bestehenden Prozess hat. Das merkst du bereits, wenn du in Kontakt trittst mit dieser Agentur. Treten die professionell auf, haben die ein System dahinter, wirst du an die Hand genommen. Das merkst du bereits im Vertriebsprozess, das heißt in der Anbahnung vom Geschäft merkst du schon, sind die super chaotisch, kommen die nicht zu Terminen, rufen die dich nicht an, kann man bei denen gar nicht irgendwie einen richtigen Termin buchen, meldet sich da überhaupt jemand. Eine sehr, sehr gute Agentur kann dir auch sagen, was passiert innerhalb der ersten 30 Tage, innerhalb der weiteren 60 Tage und 90 Tage. Das heißt, die ersten 3 Monate sind entsprechend auch schon durchgeplant. Es wird ganz klar gesagt, wie die Prozesse sind, wie das Onboarding konkret aussieht und daran merkst du schon, hey, hat die Agentur schon hunderte Kunden betreut oder bist du irgendwie der Zweite, mit dem die Agentur spricht und es wird alles super chaotisch und ihr braucht alleine 3 Wochen, um überhaupt die Zugänge zu bekommen. Wenn die Agentur zum Beispiel sowas sagt wie, hey, wir machen alles super individuell und es gibt deswegen halt keinen klaren Prozess, das ist auch schon mal ein Warnsignal, denn ein klarer Prozess ist essentiell für den Erfolg, denn nur damit kann die Agentur auch laufend gute Ergebnisse liefern. Ansonsten ist es von einzelnen Personen immer wieder abhängig, wie gut die Betreuung ist von deinem Ansprechpartner und so weiter. Und das möchtest du nicht. Das heißt, du möchtest nicht mehrere tausende Euro bezahlen, um dann hinterher das aufs Glück ankommen zu lassen. Nächster Punkt ist auch, arbeitest du am Ende des Tages mit einem Junior oder einem Senior? Das heißt, du solltest immer auch wissen, ja, mit wem sprichst du eigentlich nach dem Gespräch? Denn ganz häufig ist es so, dass dann du mit einer sehr, sehr guten Salesperson entsprechend sprichst und dann im Nachgang ist die Person, die dich betreut, vielleicht ein bisschen junioriger und gar nicht so wirklich auf deine Ziele ausgerichtet. Deswegen ist es wichtig, immer zu klären, wer ist natürlich dein Ansprechpartner, wie läuft da die Betreuung ab und ja, von wem wirst du schlussendlich die Ergebnisse bekommen, die im Gespräch auch mit dir vereinbart wurden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Punkt Nummer 6 ist das Thema, das hatte ich gerade schon kurz angesprochen, passt sehr gut dafür. Die Ziele, die vereinbart wurden, sind am Ende des Tages keine Versprechen, aber es wird ein klarer Rahmen gesetzt, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Eine Agentur, die dir ein Ergebnis garantiert und sagt, hey, wir werden dein CPA auf 20 Euro bekommen und wir werden die Umsätze mit dir definitiv innerhalb der nächsten 3 Monate verdoppeln, ist eine riesige Red Flag. Mach das auf gar keinen Fall, wenn die Agentur dir das zusagt. Ich habe schon so viele Cases jetzt gesehen und weiß einfach, man kann keine Ergebnisse zu 100% versprechen oder sogar garantieren. Und das sind die wichtigsten 6 Punkte. Es gibt noch deutlich mehr, aber für dich, wenn du noch nie mit einer Agentur gearbeitet hast oder vorher vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, solltest du nochmal diese Punkte für dich durchgehen und einmal prüfen, bevor du wirklich einmal einen Vertrag unterschreibst. Und ja, ich hoffe, das hat dir soweit weitergeholfen. Wie gesagt, ich bin jetzt die letzten 10 Jahre in diesem Space aktiv gewesen, habe schon einiges gesehen und hoffe einfach, dass ich dir hier weiterhelfen konnte. Und vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.